thought that I would move out of town. There's something about this place that holds me down. Made some mistakes, but I can start again. And I'm the happiest I've ever been. I'm grateful to know you, so grateful to show you all the things that I've been holding deep within. Love is complicated, and at times I feel frustrated, but I know that in the end our love will win. And I'm the happiest I've ever been. I never thought that dreams could really come true. I never thought I'd ever find someone like you. We lose our way, but always lean back in. And I'm the happiest I've ever been. I'm the happiest I've ever been. I'm the happiest I've ever been. Für mich geht es heute wieder heim. Ich fliege am 3 und ja, es war sehr schön in Spanien mit meiner Mutter und mit der Karin. Und ja, es hat mir Spass gemacht. Und ja, und jetzt gehe ich wieder heim und gehe schauen, ob alle Büsis rum sind. Und schauen, ob es ihnen gut geht und so. Und ja. Und in einer Woche kommt meine Mami dann auch wieder heim und dann sehen wir sie dann schon wieder. Wir sind hier in Elche, ist es geschrieben. Karin meint, man dürfte es wahrscheinlich Elche aussprechen. Das ist ein Ort. Hier neben Alicante. Wir haben jetzt gerade Valeria abgeladen. Die ist der Flüge wieder Richtung Zürich geht's los. Es geht aber noch 2 Stunden, sie muss noch warten. Aber sie ist ja schon eingecheckt und alles. Einchecken, Passkontrolle und alles Genau, gut. genau. Gegangen, hat sie geschrieben. Und Karin hat jetzt den Reiseführer durchgelesen, fahren. Sie kann jetzt noch etwas erzählen über das Elche. Also, ich musste überlegen, was ich gelesen habe. Also, Elche, das ist die Stadt der Palmen. Die Mauren haben hier eine riesige Palmenallee angepflanzt. Oder überall in der Stadt findet man die Pflanzen. Für 300 Jahre, gell, ist, glaube ich, Ja, 300 Jahre, ja. Da 200'000 Palmen gewesen. Schande, ja. Und jetzt sind es noch wie viel? 11'000. 11'000. Genau. Ja. Die gehen wir jetzt mal anschauen. He? Also suchen wir noch sie die sind Altstadt. überall ein bisschen verteilt. Sie Ja. haben geschrieben, es gibt hier einen schönen Platz, mit so der schön angeordnet ist, so mit diesen Mosaik, wie man sie überall hier sieht, in Spanien. Und ja, wir suchen jetzt mal ein bisschen das Zentrum.
Joyas de oro cargo, también un Camaro y ropa de marca que también portamos. Empecé de cero batallando y miren ya lo que logré. Caídas un chingo, ya me he tropezado, me he quedado en cero, ni pontaco traigo, gracias mis zancudas al pendiente, siempre ha de cuidarme. Si quieren saber quién es un hombre, no les diré. Tiene finta de malandro y más info no les daré. La perreaba en su niñez para lograr lo que ahora es, con botellitas doradas y un gallito pa'l estrés. Y así suena Ramiro LR. Hierro pariente. Corridos epidémicos. Cambiando macizo, muevo jalecito con la Glock al cinto, siempre está conmigo, bajo perfil todo y siempre al tiro pa'l que le quiera calar. Caídas un chingo, ya me he tropezado, me he quedado en cero, ni pontaco traigo, gracias mis zancudas al pendiente, siempre ha de cuidarme. Si quieren saber quién es un hombre, no les diré. Tiene finta de malandro y más info no les daré. La perreaba en su niñez para lograr lo que ahora es, con botellitas doradas y un gallito pa'l estrés. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting. Then came you. I thought I was what I've been told I thought I was. I thought I was what I've been told I thought I was. Auch das darf jetzt noch Platz haben.
Haben wir nämlich noch nicht gehabt, gell? Nein. Eine feine Klasse. Und wir sind nämlich noch einmal hier unten in Kavia, weil ich gestern mein Filmmaterial noch liegen habe, nachdem wir irgendwie plötzlich gegangen sind und ich das Gefühl hatte, ich wollte etwas filmen vielleicht, habe ich das nebenzu getan und liegen. Und darum sind wir jetzt noch einmal hier unten und es ist tipptopp jetzt noch einmal Das da. ist jetzt auch so das Beste. Weil eigentlich haben wir auf Denia heute, aber Ja. wir haben gesagt, wir machen ein bisschen einen Tag zum Chillen. Aber eigentlich ist es jetzt gerade so schön. Ja, genau. Wir sind jetzt hier. So ist immer alles gut, wie es ist. Zum Glück kann ich es vergessen, sonst wären wir nämlich nicht da. Ja, es hat alles seine Berechtigung. Und es ist vorgekommen, das ist noch das Wichtigste. Sie haben es wirklich weggetan. Das ist wirklich... Und wir haben jetzt gerade noch ein bisschen geshoppt, Ja, obwohl eigentlich fertig wäre. ja. Aber hier am Strand hat die Geschäfte offen. Und es ist richtig viel Betrieb da, für das es November ist. Ja, aber ich habe das Gefühl, weil es auch fertig ist, es sind alle Spanier jetzt auch, haben es auch noch ausgenutzt und sind auch noch einmal am Strand. Und Auch heute ist richtig schön warm Ja. da. Bei Eigentlich 24 der Grad erste haben wir da Tag jetzt. für mich, seit ich hier bin, wo es so schön warm ist. In Nercha war es auch warm, aber dort hat es einfach stark gewindet. Und da ist es ein bisschen angenehmer. Ja, jetzt. Das ist ja. wirklich sehr angenehm. I'm still a disaster, rock bottom and below. I'm yours for the asking. Where you go, I go. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. Been a long time, baby. Had a long time long. Wir sind hier in einem Naturpark, ein bisschen hinter Valencia, ich würde sagen etwa 80 Kilometer nach Valencia.
in der Nähe von Alcoseber, wo ich die Lucia abgeladen habe. Das wäre gar nicht mehr weit weg von da, wo wir jetzt sind. Von dem Start, oder? Ja, von dem Start, wo ich die Lucia und mit der Claudia gewechselt habe. Genau. Und wir dann noch ins Landesinnere sind nachher. Ja. Die ersten 4 Tage. Ja. Ja, hier auf Alcoseber. Aber ja, es ist ganz schön da, der Naturpark. Es ist wieder besseres Wetter. Ja, wir haben so gestern eigentlich fast laut übernachtet in einem Camping. Also Ja, fast ist schon. übertrieben, aber wir wären jetzt Abgebrochen erst noch ein bisschen weiter raufgefahren. Aber es hat so gewindet, gestern so gestört. Wir haben dort beschlossen, dass wir nicht weiterfahren und haben den Campingplatz angefahren. Und als wir da waren, ist es so richtig losgegangen auf dem Campingplatz. Ja. Also das ist ein ganz... Der Sturm, denke ich, der hin und her gerüttelt. der Wirbelsturm oder der Sturm da von Frankreich, der hat uns wirklich abgewünscht. Großbritannien Ja. und Frankreich und auch Nordspanien, glaube ich, auch Ja. erfasst hat. Hat also Ausläufer gehabt bis hier runter. Und dann haben wir mal nicht übernachtet. Nachtet, ja, Und genau. jetzt ist es, heute ist das schönste Wetter da. Ja. Es ist immer noch windig, aber nicht mehr so. Das ist ja nicht schlimm. Nicht zu vergleichen. Ja, ja, Genau. ja. Und jetzt haben wir ein Mörgelen, gemütlich, Zeltplatz. Und Mhm. jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir los, bevor wir abfahren. Tun wir uns noch ein bisschen bewegen. Genau, Und jetzt sind wir in dem Naturpark, das ist wirklich wunderschön. genau. Da geht es etwa noch die spanisch-französische Grenze rauf heute nach. Wir etwa noch 3 Stunden fahren, sind wir fast oben, 3,5 Stunden. Mal schauen, wenn ich nicht mag, können wir auch kleiner aufhören. Das ist ja schön mit dem Camper. Man kann überall Halt haben. Ich darf jetzt noch einmal etwas sagen. Jetzt sind wir schon kurz vor der französischen Grenze. Und nachher sage ich dann nicht mehr. Es ist kalt geworden. Wir sind jetzt hier auf einem Campingplatz irgendwo Im Nirgendwo. im Quinto Garajo. Und wir haben das Gefühl, wir sind allein da. Aber wir sind da tipptopp vom Herrn angewiesen worden. Der ist uns mit dem Velöli vorausgefahren. Vor allem im Dunkeln sind wir da. Es ist also nicht gross beleuchtet. Es hat rundum Obstbäume. Oder ich weiss nicht, wir haben es nicht mehr recht gesehen. Und wir sind jetzt mal froh. Nein, Korkzapfenbäume hat es da. Ja, aber Obstbäume glaube ich Oh, auch. gut. Korkzapfen haben wir auch gesehen. Die müssen wir morgen noch genau anschauen, wenn es hell ist. Und jetzt sind wir froh, haben wir natürlich das WC da, weil wir wüssten gar nicht recht, wodurch als wir jetzt müssten gehen. Jetzt bleiben wir mal da und schauen das morgen an. Wo wir können abwaschen und wo wir können duschen. Das machen wir dann noch einmal. Und dann können wir ja daheim. Können wir daheim wieder duschen das nächste Mal. Und morgen tun wir wahrscheinlich dann irgendwo übernachten. Nicht mehr unbedingt auf einem Camping, weil wir haben jetzt gemerkt, hier im Norden haben zum Teil Campingplätze schon zu. Ja, schon November. Es ist auch November, Ende Saison. Und, was wir auch gespürt haben, es ist kalt. Wir sind natürlich mit kurzen Hosen hier eingefahren. Hier ausgestiegen bei 9 Grad mit kurzen Hosen. Boah! Das erste, was ich gemacht habe, ist jetzt lange Hosen angelegt. Und eben, von dem her ist es wahrscheinlich, gehen die Leute natürlich schon nicht mehr so auf Campingplätze. Und darum müssen wir morgen auch nicht, weil wir gehen ja eigentlich recht oben sein, im Norden von Frankreich, also dort hat es dann vielleicht gar keinen Campingplatz mehr. Darum müssen wir es jetzt noch auskosten.
feel like you could never leave. Do the same, we can't go back, this is all we need. Follow me to make believe and make your dreams come true. This night means forever and so does me and you. We say we love, we say we love. Wir sind jetzt wieder unterwegs. Es ist unser letzter Tag auf dieser Reise durch Spanien. Für das Jahr. Heute ist jetzt ein bisschen schöneres Wetter, als es gestern war. Es regnet nicht mehr gerade. Wir sind jetzt hier immer noch in Frankreich. Gestern hat uns Frankreich gar nicht schön empfohlen. Es hat ja Nebel und geregnet und am Schluss ist es plötzlich schnell dunkel geworden und wir mussten noch parkieren. Aber heute ist alles doch ein bisschen besser und wir können doch auch Frankreich jetzt noch ein bisschen geniessen auf der Rückreise. Teres hat gesagt, ich soll sagen, wie ich die Reise empfunden habe. Also ich habe es super schön empfunden natürlich. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, wie echt das geht, so immer wieder zusammenpacken, weiterreisen. Und am Schluss muss ich sagen, jetzt die zweite Woche, also es hat mich richtig gepackt. Jedes hat einfach gewusst, wie was machen. Wir waren ein richtiges eingespieltes Team gewesen. Ich habe ihr ein bisschen im Inneren alle geschaut und Teres hat rund ums Auto und das Auto auf Vordermann gebracht. Es war wirklich eine super Sache und ich danke dir vielmals, Teres, für das grossartige Geschenk, das du mir gemacht hast zum Geburtstag. Das ist auf meinen 50. Geburtstag. Für die es nicht wissen, habe ich von der Teres das Geschenk bekommen, dass ich hier mit ihr im Camper mitfahren, also Fahrt und Logis durch Spanien. Einfach die 2 Wochen, wo ich kommen konnte. Und das war wirklich super, Teres, und ich komme gerne wieder mit dir einmal mit. Weil wir haben zueinander gesagt, eben, Teres hat die Westküste gemacht, ich habe mit ihr in den Teil Andalusien gemacht. Ich würde auch noch gerne den anderen Teil raus, gegen den Atlantik machen. Nachher sind wir Costa Blanca darauf. Das war auch sehr interessant gewesen. Aber es ist natürlich schon so, wir sind immer ein bisschen zeitlich gebunden und haben wieder weiter müssen. Und von dem her, oder weiter dürfen. Und manchmal habe ich gedacht, es wäre da noch schön, ein bisschen zu bleiben. Aber für mich ist es jetzt noch gut gewesen. Ich denke, vielleicht gehe ich das nächste Jahr dort in die Ferien, eine Woche, 2 oder wie auch immer. Aber eben, unser Ziel wäre vielleicht einmal noch Spanien Mitte derab, wäre sicher auch ganz schön. Also mein Herz schlägt ja nach wie vor für Spanien und immer wenn ich wieder über die Grenze gehe, tut mir das halt schon im Herzen weh, wenn ich Spanien wieder verlone. We gave it all, we gave it all. We say we love, we say we love. But we were just innocent until something better came along. Until something better came along.
Yeah! Hey. Wir sind daheim. Wir sind gut heimgekommen. Vielen Dank. Ja, genau, da oben. Es ist ja Das nicht alles- selbstverständlich, wenn man so eine lange Reise macht, dass alles so reibungslos abläuft. Und Ja. für das sind wir wirklich dankbar. Ja. Obwohl, ja, es ist ein bisschen kalt jetzt hier in der Schweiz und alles ist wieder sehr gewöhnungsbedürftig, aber wir sind gleich sehr dankbar, dass alles gut gelaufen ist und wir eigentlich wirklich eine gute Rückreise hatten. Mhm. Und du Ja. ja sowieso. Ja. Also generell eine Ja. ganz gute Ja, Reise ja, gehabt, genau. ich Und ich du habe das ja immer auch. visualisiert, wenn ich dann hier dazu fahre. Genau. Am 5. November. Ich hatte so das Gefühl, gehabt, mit ein bisschen schöner Wetter ist Gerade in so, meiner Fantasie ja. hat es ein bisschen anders ausgesehen, oder meiner Du hast das Vision. auch nicht so Ja. vorstellen. Aber ja, ich bin sehr froh, wir sind gesund und weg, wir Ja. jetzt beide daheim sind. Genau. Genau. Ja. So you're in a hurry? Well, you better calm down. We're all friends around you, just join the fun. 'Cause if you're in a hurry,